Tor und das Tor-Netzwerk. Was ist eigentlich Tor? Tor oder The Onion Router bezeichnet eine Software, die zur Nutzung des Tor-Netzwerks benötigt wird. Das Konzept hinter Tor ist komplex und umfangreich. Im Folgenden haben wir versucht, die Grundlagen auf verständliche Weise darzustellen. Um zu verstehen, wie das Tor-Netzwerk funktioniert und was es kann, müssen wir kurz ausholen. Das Bild zeigt, wie das Aufrufen der Webseite Google ohne die Verwendung von Tor funktioniert. Der Heimcomputer verbindet sich mit dem nächstgelegenen Internetknoten, welche die Anfrage weiterleitet. Am Ende dieser Kette kommt die Anfrage am Zielserver, in diesem Fall einem Google-Server, an. Die Anfrage wird verarbeitet und wieder zurück an den Computer geleitet. Dabei muss jeder Beteiligte in der Kette die IP-Adresse des Ziels, also des Heimcomputers, kennen, um die Anfrage korrekt zurückleiten zu können. Bringt man nun Tor und den Tor-Browser ins Spiel, verläuft eine Anfrage, wie auf der Skizze zu sehen, etwas anders ab. Das Tor-Netzwerk besteht aus vielen einzelnen Knotenpunkten. Will man eine Verbindung zu einer Webseite aufbauen, wird die Anfrage nicht direkt an das Ziel, sondern an einen der Knotenpunkte gesendet. Dieser Knotenpunkt wiederum schickt die Anfrage an einen weiteren Knoten, bis am Ende ein sogenannter Austrittsknoten die Anfrage an Google stellt. Dabei wissen die einzelnen Beteiligten in der Kette immer nur, wer vor und wer nach ihnen kommt. Jeder Knotenpunkt fügt eine Schicht an Verschlüsselung hinzu bzw. entschlüsselt sie. Nur der anfragende Computer kann alle Schichten entschlüsseln. In diesem Beispiel weiß die Webseite google.com zwar, welche Daten angefragt werden, nicht aber, wer diese eigentlich angefordert hat. Genauso wissen die einzelnen Knoten zwar, wer in der Kette zuvor die Daten angefragt hat, nicht aber welche Daten. Dieses Prinzip soll absolute Anonymität ermöglichen und gleichzeitig die Verbindung vor Zuhörern schützen. Das Tor-Netzwerk bietet noch ein weiteres Level an Anonymität und Freiheit, weswegen das Netzwerk seinen schlechten Ruf hat. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb des Tor-Netzwerkes zu surfen. Es werden dort, wie im normalen Web auch, Webseiten und Webshops angeboten. Diese Seiten sind unter sogenannten Onion-Adressen erreichbar, vergleichbar der URL einer Webseite, nur meist länger und weniger intuitiv zu merken. Was zu Beginn als Netzwerk für Akademiker, Wissenschaftler und Revolutionäre gedacht war, entwickelte sich über die Jahre zu einem in Verruf geratenen Ort für Kriminelle und andere zwielichtige Gestalten.